individuell. Und das ist für mich der entscheidende Punkt eigentlich. Warum ich denke, dass diese Form der Therapie wirklich oder der Selbsterfahrung wirklich so hilfreich ist, weil sie uns nicht manipuliert. Wir sind hier bei Dr. Peter Hess in Hessheim bei Frankenthal. Ja, Peter, es hat mich sehr gefreut, dass es heute geklappt hat hier. Du bist ja als Psychiater schon viele Jahre auch mit Klängen unterwegs und behandelst mit Musik und Klang. Wie bist du darauf gekommen? Wie ist das entstanden? Ja, es ist eine interessante Geschichte, weil eigentlich, ich bin ja Mediziner von Haus aus und meine Eltern auch schon und insofern, das Medizin lag so in der Luft und aber auch die Musik. Und mein Traum war eigentlich schon immer, schon mit 18, dass es vielleicht mir irgendwann mal gelingen könnte, Musik und Medizin irgendwie zusammenzubringen. Und es war wirklich, hat lange gedauert, bis es endlich soweit war, aber es hat sich dann wirklich ganz schön so entwickelt, allmählich. Ich habe in der Klinik gearbeitet als Assistenzarzt in der Neurologie und ich hatte das Problem, dass ich mit einer Gruppe es waren meistens Frauen, die medikamentenabhängig waren, zu versuchen, die irgendwie dazu zu bringen, dass sie sich entspannen können. Und ich habe alle möglichen Methoden ausprobiert, der Entspannungsmöglichkeit, und es ging einfach nicht. Es ist den Patienten nicht gelungen, sich irgendwie zu entspannen. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich ja in Indien, als ich mein Musikstudium gemacht habe dort, dass ja da die Tampura eine ganz große Rolle spielt als Instrument, als Basis für die ganze Musik. Ohne Tampura ist praktisch, ja, es ist trocken. Die Musik ist sozusagen wie ein Fluss. Der Klang der Tampura, wo dann die Musik wie ein Boot hinüber schwimmt. So. Und dann dachte ich, okay, jetzt probiere ich halt einfach mal aus. Ich nehme das mal mit in die Klinik und probiere mal, ob das vielleicht den Patienten helfen könnte. Und ich vergesse nie, wie ich so in die Klinik marschiert bin mit meiner Tampura unterm Arm an dem Pförtner vorbei, wie der geguckt hat, mit weißem Kittel, und es sah lustig aus. Ja, und dann war ich aber total überrascht und freudig überrascht, wie gut dieser Klang der Tampura, den ich da gespielt habe, dass sich die Patienten plötzlich entspannen konnten. Also die haben es plötzlich geschafft, was ihnen sonst bisher unmöglich war. Ja, und das hat mich lange begleitet, aber ich konnte es immer noch nicht richtig umsetzen. Ich war dann später nach Frankenthal gegangen und war dann dort leitender Oberarzt und sollte dann so ein Musiktherapiekonzept auch aufbauen, was ich natürlich gern gemacht habe. Und habe dann angefangen, mit den Patienten mit so einem Orffschen Instrumentarium Musik zu machen und da auch die Tampura eingesetzt. Und ja, und das hat sich sehr gut entwickelt. Und dann eines Tages ist mir auch ein Gong über den Weg gelaufen, sozusagen ein Gongkonzert von Michael Jülich damals. Und das hat mich so begeistert, dass ich dachte, ich brauche einen Gong. Das ist was Tolles. Und dann habe ich am Ende von unserer Musikimprovisation habe ich dann halt den Gong auch eingesetzt, so ein paar Minuten. Das Ganze lief unter dem Titel Entspannung mit Musik. Und dann war ich total überrascht, was da für Rückmeldungen kamen, dann später, was der Gong alles ausgelöst hat. Und das Dramatischste eigentlich war dann tatsächlich, dass ein Patient hat durch die Gongklänge, ist nochmal zurück in die Kriegszeit, als die Bomben fielen. Das hat ihn irgendwie daran erinnert, dieser Klang, wie er da im Luftschutzkeller saß, mit seiner Familie da geflüchtet ist und die Bomben fielen.
Und dann ist etwas passiert. Ich meine, dieser Patient, der war schon mehrfach bei uns in der Klinik, immer wieder mit schwersten Depressionen. Und wir konnten ihm immer nur kurzfristig helfen. Und dann kam er aber wieder. Und das Merkwürdige war, dass seine Frau, dass die immer in den Phasen, wo er dann gerade wieder gesund war sie dann depressiv und kam dann auch in die Klinik. Und wir dachten erst, naja, das ist einfach eine schwere Ehekrise, Eheproblematik. Aber es hat sich dann herausgestellt, durch diese Gong-Erfahrung, die er gemacht hat, er kam dann ganz aufgeregt zu mir und hat gesagt, er muss jetzt endlich mal darüber reden. Der Gong hätte ihn jetzt so tief berührt, dass er jetzt endlich dieses Geheimnis, was er jetzt schon 30 Jahre mit sich rumschleppt, dass er das endlich mal erzählt. Die tiefe Schuld und Scham, die er da hatte. Denn es war Folgendes, er hat beim Pistolenreinigen, seine kleine Tochter saß so vor ihm, hat sich ein Schuss gelöst und ging der Tochter genau in den Kopf und sie ist vor seinen Augen verblutet. Und seine Frau war auch dabei, aber sonst niemand in diesem Moment. Und dann hat er das so verarbeitet, dass er so getan hat, als hätte das Kind nie existiert. Also er hat es wirklich komplett aus seinem Leben gelöscht, versucht jedenfalls auf diese Art. Er hat weder mit seiner Frau drüber gesprochen, noch mit sonst irgendjemand. Er hat auch nie den Namen erwähnt oder auch erwähnt, dass er jemals eine Tochter hatte. Also es war irgendwie... Und mit dem Preis eben dieser schlimmen Depressionen, die ihn immer wieder gepiesackt haben, weil er halt auch nie drüber gesprochen hat und seine Frau auch nicht. Und die hat natürlich auch sehr darunter gelitten. Ja, und das war halt eine sehr eindrückliche Geschichte. Und dann dachte ich, also Gong nur ein paar Minuten, da muss man das irgendwie besser einbetten. Da muss man wirklich vielleicht eine ganze Therapie draus machen. Und so habe ich daraus die Gong-Therapie entwickelt, weil ich aber auch gemerkt habe, naja, in der Psychiatrie mit Gongs ist immer problematisch, vielleicht auch mit Patienten. Ne? Und wir haben gedacht, oh je, vielleicht werden die Patienten dann so getriggert, dass es ihnen noch schlechter geht. Und dann haben wir aber es geschafft, dann doch so den Gong einzubauen in ein Ritual, wo der Gong zwar im Zentrum steht, aber wo er erstmal vorbereitet wird. Und da war es dann gut, ich habe in der Zeit dann, das war ja so Mitte der 80er Jahre, kamen dann die ersten Monokorde und es waren ja damals nur Zigarrenkisten, größere, einfache Instrumente mit vielen Instrumenten, aber diese Saiteninstrumente, dieser harmonikale Klang, wo dieses Grundprinzip in einem Ton steckt, das ganze Universum quasi, ja, in einem Ton über die Obertöne ist in einem Ton alles enthalten. Und wenn man das Monochord so auf diese Weise auch spielt, dann entwickelt sich so ein harmonikaler Raum, der einem willkommen heißt und der einem trägt und stützt. Und das war quasi so, das sollte der Anfang sein. Und dann, und quasi wie so ein Abbild unseres Universums, ne? Also in einem Ton ist alles enthalten. Ja. Und dann war die Tampura, und die Tampura ist ja eher durch die Quinte, die da noch drin ist, oder die Quarte, hat es einen Bezugspunkt. Ja? Ist also nicht mehr ganz so offen. Und das war dann quasi das Symbol für die Erde. Also zuerst der Kosmos, dann die Erde, so quasi wie ein Prozess, wie man als Mensch auf die Erde kommt. Und wie man dann im Mutterleib landet sozusagen, geborgen ist, geschützt ist, aufgehoben ist.
Dann die Tabla als Rhythmusinstrument, die ja mein Instrument war, das ich in Indien gelernt habe. Man kann natürlich auch jede andere Trommel nehmen, aber für mich war halt die Tabla das Entscheidende. Ja. Und ja, und dann kam eben die Tabla noch dazu, als quasi als Rhythmus, als ein Herzschlag. Und das Didgeridoo haben wir dann auch entdeckt in der Zeit, kam ja dann auch erst aus Australien und dann haben wir gemerkt, oh, das ist ja wirklich ein Urinstrument, ja, ein Instrument, das uns auch mit unserem Beginn in Verbindung bringt. Und dann erst, und je nachdem, wie man dann das Didgeridoo auch spielt, kann es dann auch unheimlich werden oder auch dramatisch, archaisch. Und dann kam der Gong. Und als Tor, sozusagen, der Gong ist ja für mich eigentlich kein Instrument, sondern ist eher ein Tor in die andere Welt, ein Tor ins veränderte Bewusstsein, ein Tor in die Trance rein, aber auch wieder zurück. Das war nämlich dann das Spannende, dass nämlich auch Menschen mit Psychosen da mitmachen konnten, weil interessanterweise sie sind nicht noch weiter in ihre anderen Dimensionen abgedriftet, sondern sie haben den Gong als Tor auch wieder ins Hier und Jetzt benutzen können und haben gemerkt, oh, ich habe ja zwei verschiedene Bewusstseinszustände. Das war für manche auch zum ersten Mal, dass sie das erlebt haben. Dass sie diesen Unterschied vom Alltagsbewusstsein zum veränderten Bewusstsein und das zu realisieren, dass es da wirklich zwei verschiedene Qualitäten gibt, etwas wahrzunehmen, hat ihnen dann geholfen, wieder ins Hier und Jetzt sich zu verankern. Also das auch steuern zu können dann ein bisschen. Genau, zu lernen und auch zu erfahren, dass es überhaupt diese zwei Zustände gibt. Ja. Und das war natürlich auch schön zu erfahren. Und wir haben dann in dem Gong-Ritual nach dem Gong kommt dann eine Musik, die einem wieder sozusagen nach der Geburt begrüßt im Leben, so als Kleinkind. Wird dann was Schönes, schöne Musik gemacht, die einem einhüllt, einlullt wieder und wieder in die Welt bringt. So. Ja, da steckt ja schon sehr viel drin, also von Arbeit mit Traumapatienten bis hin zu psychiatrischen Patienten und Musik von allen Kontinenten im Grunde, ja, die sozusagen du zusammengesammelt hast, um das Verständliche oder Verständigende, was ja die Musik auch hat, vielleicht auch zusammenzubringen. Vielleicht hat das ja auch... Genau. Da hat natürlich geholfen, dass ich mit dem Jochen Sattler zusammenarbeiten konnte in der Klinik. Und es war natürlich ein totaler Glücksfall, weil er hat auch noch dieses Element noch mit reingebracht, mit den Flöten und mit allem. Und auch durch seine Persönlichkeit und durch unsere Ähnlichkeit mit diesem Interesse für archaische Klänge, dass wir eben geschaut haben, in welchen Kulturen gibt es eigentlich solche Urinstrumente und was haben die für eine Rolle, für eine Bedeutung, diese schamanischen Rituale. Es kam mir dann auch interessanterweise ein ganz guter Artikel, der mich beeinflusst hat, von dem Moreno, der Musiktherapeut als moderner Schamane, sozusagen. Also wie man diese schamanischen Rituale so in unsere heutige Zeit einbauen kann in die Psychotherapie, natürlich mit einem ganz anderen Zugang. Bei den Schamanen ist es ja so, dass der Schamane ist ja der Heiler, der macht ja jemand gesund. Während bei uns ist es ja genau umgekehrt, in der Psychotherapie sollen wir uns ja selbst heilen. Der Therapeut ist ja, was im wörtlichen Sinne ja nur der Begleiter.
eigentlich in diesem Prozess der Selbstheilung. Aber diese Rituale, die einem helfen, so aus diesem, wir sind ja als Menschen ständig, alle Wahrnehmungen, die wir machen, die filtern wir dauernd. Wir müssen ja uns raussuchen, was wichtig ist und was nicht, und filtern dadurch die Welt sehr stark und sind eingeengt. Und diese Trancezustände, die durch die Musik auch hervorgerufen werden, durch diese archaischen Klänge, die helfen einem dann aus diesem Alltagskonstrukt mal rauszukommen, mal in diese andere Dimension zu gehen, wo wir mit unserem Unbewussten in Verbindung kommen, mit dem Beginn, das zurückgehen kann eben bis zum Beginn unseres Lebens im Mutterleib. Und dann später war ja ganz interessant, der Stanislav Grof hat ja diese Technik oder diese Idee auch entwickelt, der perinatalen Matrizen, indem er das beschrieben hat, wie das Kind am Anfang im Mutterleib in diesem ozeanischen Gefühl war, in diesem geschützten, geborgenen Raum, oder wie man vielleicht im Märchen das Schlaraffenland oder das Paradies, da waren wir ja mal ursprünglich. Wir hatten viel Platz da drin, es war schön, es war geborgen, es war geschützt. Und dann, je mehr das Kind dann wächst, irgendwann wird es dann eng da drin, also dieses anfänglich Schöne, Geborgene wird dann schon schwierig, vor allem dann, wenn die ersten Wehen anfangen. Und das ist praktisch so, diese ersten Phasen, die symbolisieren praktisch die Instrumente, dieses geborgen Beschützte. Ja. Und dann kommt aber auch das Gefährliche mit rein, wo es dann eng wird. Und das ist über das Didgeridoo und über die Trommel, wenn man die dann heftiger schlägt und dann entsteht so ein Gefühl, oh, da passiert jetzt irgendwas Schwieriges. So. Das ist auch eine perinatale Matriz. Und dann wird es immer enger und dann kommt man durch den Geburtskanal durch, wird da durchgequetscht, geht um Leben und Tod. Und das ist letztendlich, ist der Gong symbolisiert so diesen Teil des Durchtritts durch diese Enge oder dieses gefährliche, lebensbedrohliche unter Umständen. Oder das Tor in die Welt dann sozusagen. Genau. Das Tor in die Welt, aber auch in den Tod. Also das ist auch interessant. Bei vielen Menschen kommen auch Verbindungen zum Sterben, diese Angst vor dem Tod, was da alles mit zusammenhängt, das kommt als Thema auch oft. Ja. Die Geburt als Symbol, aber auch dann der Tod. Und dann aber auch diese Riesenerleichterung, wenn man das geschafft hat, wenn man durch ist, durch eine gefährliche Situation. Und das ist für Traumapatienten zum Beispiel ganz wichtig auch, dass man dieses Gefühl stärkt, dass man ja es geschafft hat, durch dieses schlimme Erlebnis, was lebensbedrohlich war unter Umständen, dass man da durchgekommen ist, dass man es geschafft hat. Auch wenn oft im Körper noch drinsteckt, so diese Gefahr und das Trauma an sich wird ja oft noch im Körper ist weiter aktiv, sodass man dann Ängste hat bei bestimmten Klängen oder bei bestimmten Lebenssituationen. Ja, da sprichst du gerade was an vom Körper und vom Bewusstsein sozusagen, weil man kann ja leicht jedem sagen, du hast es ja überlebt, aber damit ist das Trauma ja nicht weg. Genau. Das muss wahrscheinlich körperlich verarbeitet werden. Richtig. Auch. Und die Musik ist ja auch dann, oder sagen wir mal das Hören besser gesagt, was auch schon vor der Geburt da ist. Genau. Man kann ja schon viel früher hören als sehen. Ja, und das gehörte auch speichern. Das hat mir ja lange gesagt, das Gehirn ist gar nicht reif, das kann das gar nicht reproduzieren oder kann das gar nicht erinnern. Und Tatsache ist aber ja, das Kind erkennt die Mutter an der Stimme, wenn es auf die Welt kommt. Es erkennt, welche Musik die Mutter gehört hat. Es erkennt, ob man gewünscht war oder nicht, ob man
ob die Mutter während der Schwangerschaft was Schlimmes erlebt hat. Ja. Genau. Das ist alles da. Ja, ich kenne das von dem Ejolf von Melstedt, der die Idee der Klangwiege hatte. Der hat auch erzählt, er kommt aus Island und hat in Österreich gelebt und hat seinen österreichischen Kindern, bevor sie geboren waren, isländische Kinderlieder gesungen. Ja. Und dann nach der Geburt probiert, ob die auf den isländischen sich beruhigen oder auf den österreichischen Kinderliedern. Ja. Das waren natürlich die isländischen. Ja, genau. Also da ist schon die Erinnerung da. Ja. Und du hattest ja auch schon angesprochen, man muss ja im Gehirn was von den Sinnen kommt, Millionen Einflüsse, die sekündlich oder stündlich auf uns einprasseln, sehr schnell entscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und da spielt ja auch das Gehörte eine große Rolle, weil die Ohren kann man ja auch nicht zumachen wie die Augen. Die sind Tag und Nacht wach und müssen immer abchecken, was ist jetzt gefährlich oder nicht. Und deswegen nutzt man, glaube ich, so verstehe ich das, es klingt wie oder man erinnert sich an Ähnliches, wo habe ich das schon mal gehört. Und dass man das vielleicht auch sehr gut mit Musik dann gestalten kann, dass man solche Rückerinnerungen hat dann, oder? Ja, wobei da ganz wichtig ist, also eigentlich in der Gongtherapie zum Beispiel, sage ich auch immer den Patienten im Vorgespräch, es geht eigentlich gar nicht um unsere Ohren. Es geht gar nicht um das, was wir hören. Man kann die Gongtherapie auch mit Menschen machen, die taub sind. Ja. Ich hatte da auch ein paar Beispiele davon, dass es sehr gut geht. Und mir ist auch nochmal klar geworden, die Bedeutung von live gespielten Instrumenten. Ne, speziell der Gong auch zum Beispiel, der sendet ja Frequenzen, sowohl ganz hohe als auch ganz tiefe, die man gar nicht hören kann, die jenseits unserer Hörschwelle sind. Und die ganzen Mikrofone und alles, was wir haben, wir könnten uns ja sonst auch leicht machen, einfach das vom Band abspielen. Aber wir haben einfach gemerkt, wie wichtig das ist, diese Instrumente zu spielen, weil die eben diese Frequenzen aussenden, die unseren Körper in erster Linie berühren und etwas mit unserem Körper machen. Und sowohl traumatische Erfahrungen als auch Glückserfahrungen sind oft in unserem Körper gespeichert. Und man kann eben über dieses Bewusstwerden von solchen traumatischen Erfahrungen über den Körper, wenn man das mal wieder wahrnimmt als Schmerz oder als besondere Beklemmung und Bedrohung, und dann, wenn man es ins Bewusstsein bringt und versteht, das kam vom Krieg, die Angst, warum ich bei Tieffliegern plötzlich Panikattacken bekomme, und haben manche Patienten berichtet, die noch als Kind den Krieg erlebt haben. Jetzt weiß ich, woher das kommt. Plötzlich habe ich eine Panikattacke und es liegt vielleicht am Baulärm oder wenn ein Lastwagen da vorbei donnert an der Straße, dass sich dann plötzlich eine Angst meldet. Und diese Koppelung kann man dann über diese Art der Therapie auflösen und die Menschen davon befreien, von ihren Ängsten oder von Flashbacks bei traumatischen Erfahrungen. Da spielt dann wieder das Bewusstsein die Rolle, dass man das erkennt sozusagen und dann entkoppeln kann oder so. Ne? Und natürlich auch die Verarbeitung. Was fange ich mit so einer Klangreise, mit so einem, was fange ich damit an? Manchmal ist es auch schwer verständlich. Deswegen ist es auch in der Klinik, also ich arbeite ja heute noch in der Klinik, und da ist es wichtig, dass man nicht nur einmal dran teilnimmt, sondern möglichst 4, 6 Mal mindestens, damit sich so eine Erfahrung auch besser verständlich macht und besser eingebettet werden kann und auch sich verändert. Ändert sich das dann, wenn ich es das erste Mal erlebe und beim 3. und 4. Mal, habe ich dann andere? Es kann manchmal sein, dass es eine komplett andere Erfahrung ist. Jedes Mal landet man vollkommen anders. Manchmal landet man eben in der eigenen Biografie. Manchmal landet man
aber auch im kollektiven Bewusstsein, in Dingen, die die Eltern mitbringen oder Vorfahren oder auch zurück bis zum Beginn der Menschheitsgeschichte. Oder man macht auch Erfahrungen vom Kosmos, von der Erde als Wesen, von der Natur, Oder es fliegt von durchs den Universum. Tieren. Oder, Also, diese Vielfalt ist enorm. Aber interessant ist, dass das manchmal ist wie so einzelne Mosaiksteinchen, die man dann in der Zusammenschau dann plötzlich macht ein Bild. Ja? Oder bei traumatischen Erfahrungen ist es auch oft so, dass das Trauma immer wieder auftaucht, jedes Mal, aber es verändert sich. Es wird immer weniger bedrohlich, es wird rückt immer mehr in den Hintergrund und die positiven Seiten, die man ja auch in sich trägt, ne? So diese Anfangszeit im Mutterleib, dieses Paradies, das haben wir ja alle auch in uns. Und das kommt dann wieder mehr ins Bewusstsein und hilft einem dann. Und da waren wir ja im geschützten Raum sozusagen. Genau. Deswegen spielt ja auch das Ambiente, denke ich, auch eine Rolle in den Sitzungen, dass man sich da wohlfühlt und geschützt fühlt. Und die Klänge oder das mit der Live-Musik, um nochmal zurückzugreifen, so ein Gong hat ja auch eine ziemliche Masse und der bringt ja auch die Luft in Schwingung. Da ändert sich ja auch der Luftdruck. Und wahrscheinlich reagiert man ja auch drauf im Gegensatz zu abgespielter Musik dann oder so. Ne? Ja, letztendlich sind diese Schwingungen ganz, ganz wesentlich. Letztendlich wissen wir ja heute, dass wir aus den kleinsten Bauteilchen, dachten wir ja früher, das sind die Atome und so weiter. Und jetzt wissen wir aber, nein, es gibt ja noch eine ganze, wie sagt man, etwas darunter, nämlich die Quanten. Wir bestehen ja eigentlich nur aus Elementarteilchen, die schwingen. Und das erklärt wiederum, warum die Musik uns so tief berühren kann. Das ist ja auch nur Schwingung. Und diese Schwingung, das setzt ganz viel in Bewegung. Wir wissen das ja auch vom Wasser her. Wir bestehen ja zu 80% oder noch mehr aus Wasser. Und wir wissen, was die Schwingungen mit dem Wasser anstellen, ne? Dass die immer solche je nachdem auch harmonische Bilder machen im Wasser. Ja, dass die sich vernetzen sozusagen auch, ne? Da ein großes Netzwerk bilden. Ja, und dass man damit dann in Resonanz geht wahrscheinlich, ne? Das ist da einfach, und das dann auch hilft, Sachen besser zu verstehen oder zu verarbeiten. Und würdest du sagen, ist das jetzt begrenzt von den Patienten her auf Trauma und psychologische Geschichten, oder wäre das auch was für stressgeplagte Manager oder wen auch immer? Also im Prinzip das Schöne eigentlich ist, man kann mit diesen Ritualen, weil sie ja so umspannend sind, können zum Beispiel auch Menschen aus völlig anderen Kulturen daran teilnehmen, weil diese primären Erfahrungen haben ja alle. Ne? Im Mutterleib waren wir alle mal. Und da kann man eben mit Menschen arbeiten aus allen Kulturen, und man kann es auch einfach nutzen als eine Erfahrungsmöglichkeit, eine, sagen wir mal, relativ harmlose Form, veränderte Bewusstseinszustände kennenzulernen. Ne, wo einem sonst ja nur Drogen oder Psychosen hinführen können, können wir mit Hilfe von der Musik, von der Klangtrance, können wir auf eine schöne Art und Weise, ohne dass es uns überfährt sozusagen, können wir Erfahrungen machen. Also man kann es als Selbsterfahrung auch nutzen. Ja, da fragt man sich natürlich, warum wird das nicht in jeder Klinik so gemacht? Ja, da ist halt immer noch die Angst, was man da alles auslösen könnte. Oder klar, wenn man den Gong, hängt ja davon ab, wie man ihn spielt. Ja, man kann natürlich so darauf rumhauen, dass man sowohl den Gong verletzt, aber auch Menschen mit dem Gehör. Ne? Ich arbeite jetzt schon seit
40 Jahren mit Gongs und höre immer noch ganz gut, obwohl ich ja direkt davor sitze. In der Klinik hatten wir einen Gong mit 1,50 Meter Durchmesser. Der hat eine Intensität von einem startenden Flugzeug. Wenn man den, und trotzdem sind meine Ohren und die Ohren vom Jochen Sattler auch immer noch ganz gut intakt. Ja, das hat man auch im Uterus schon gemessen, dass da bis über 70 dB geht, ne, was die Föten da hören, schon zu hören kriegen sozusagen. Ja. Naja, der Gong geht weit über 100, aber ja. Ich meine, es ist schon, man ist ja auch in so einem leichten Trancezustand, auch beim Spielen selber. Ne? Ich versetze mich ja da auch in gewissermaßen, ich kann den Gong ja nicht so kontrollieren, wie ich ein anderes Instrument kontrollieren kann. Der macht manchmal gerade, was er will, und der klingt auch immer anders, je nach Raum, je nach Verfassung auch von einem selber, aber auch, man weiß, von der Atmosphäre manchmal kommen ganz andere Intensitäten, ganz andere Klänge raus. Das ist ja auch das Schöne eigentlich. Ja, das Eigenleben der Instrumente. Und es ist ja auch ein Instrument, sozusagen ein Werkzeug. Klar, man muss das lernen zu spielen und man braucht ein Setting mit einem Vorher und Nachher wahrscheinlich auch. Gibt es denn Möglichkeiten, das zu lernen? Ja, also wir haben auch früher schon so Wochenend-Workshops angeboten, wo man das auch erleben kann. Mit der Heike zusammen, mit meiner Frau, haben wir dann oft auch solche Wochenend-Workshops gemacht, haben aber auch gemerkt, dass es eigentlich schön wäre, auch mal intensiver so einzutauchen, beziehungsweise auch eine Ausbildung anzubieten. Und das machen wir jetzt seit 15 Jahren schon fast in Spanien. Jedenfalls bieten wir dort an. Der Joël Olivier der ist eines Tages aufgetaucht bei mir in der Klinik, weil er gehört hat, dass ich einer der wenigen Ärzte bin, die mit Didgeridoos arbeiten. Und er war damals Didgeridoo-Fan. Und ja, mittlerweile, und er hat dann für uns dort einen Workshop auch organisiert und dann haben wir festgestellt, wir machen zusammen eine Ausbildung. Und unter sound.trance kann man dann auch das im Netz finden. Und es sind 2 Jahre, die das dauert, und es sind 6 Wochenenden, wo man zum einen die Qualitäten der einzelnen Instrumente nochmal intensiver, auch mit den psychologischen Hintergründen, lernen und erfahren kann und auch die Spieltechnik oder auch sich eine Trommel bauen kann oder auch ein Monochord bauen kann. Und natürlich auch, wie man den Gong spielt am besten und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge, die man da lernen kann. Ja, super. Und wie ist das mit dem Gesundheitssystem in Deutschland, in anderen Kliniken? Bewegt sich da auch was? Ja, ich glaube, so allmählich ist mehr Interesse da, auch an dem Phänomen der Trance ist irgendwie mehr in unserer Gesellschaft angekommen, dass das vielleicht hilfreich sein könnte. Die Hypnotherapie hat eine viel größere Bedeutung als früher. Und auch Kliniken sind mittlerweile auf der Suche auch nach anderen Therapieverfahren, nicht so sehr nur Medikamente, ne, weil man gemerkt hat, mit Medikamenten kann man zwar eine Psychose relativ gut die Menschen wieder zurückbringen sozusagen, aber der Preis ist halt doch sehr hoch und es sind oft extreme Nebenwirkungen und manche Antidepressiva wirken auch nicht so, wie man es sich wünschen würde. Also da gibt es jetzt auch eine Veränderung, dass auch Psychedelika wieder mehr versucht werden einzuführen, also das Phänomen der Trance. Und so denke ich, dass vielleicht auch jetzt mehr Offenheit da ist, zum Beispiel sowas wie die Gongtherapie auch in anderen Kliniken einzusetzen. Ja, vielleicht hilft ja unser Gespräch auch, das ein bisschen zu verbreiten. Ich meine, wir hatten natürlich immer, Jochen Sattler und ich, wir hatten immer viele Musiktherapie-Praktikanten aus Heidelberg, die ja das alles erlebt haben. Und
interessanterweise melden die sich jetzt und wollen auch wieder mehr versuchen, das einzuführen. Es ist aber halt immer noch eine ziemlich große Angst vor diesen veränderten Bewusstseinszuständen, gerade in der Psychiatrie. Und ich glaube, da ist noch viel, was man da noch machen muss, ja, wahrscheinlich um auch, die Angst zu nehmen. dass durch Selbsterfahrung man das erstmal selber Genau. kennenlernen muss, um da Vertrauen zu kriegen auch. Ja. Ne? Und das ist der Prozess im Grunde, wo viel mehr angesetzt werden müsste, meiner Meinung nach auch schon in der Schule, dass man jetzt andere Strukturen finden, wo viel mehr Eigeninitiative oder Selbsterfahrung in den Bereichen möglich ist. Ich denke, es ist halt in der Psychiatrie auch zu Recht ein Stück Angst, dass man mit diesen Dingen also zu sehr manipulativ ist, dass man zu sehr jemand in eine bestimmte Richtung drängt und manipuliert. Und das ist eigentlich das Schöne auch, warum ich eigentlich die Gong-Therapie auch gerne in großen Gruppen mache, heute noch in der Klinik, weil man erfährt, wie unterschiedlich jeder Mensch auf den gleichen Klang reagiert. Und das finde ich ganz toll und ganz wichtig, dass wir eben nicht jemand in eine bestimmte Richtung pushen, was er jetzt erleben soll oder was da hochkommen soll oder in welche Richtung er sich entwickeln soll. Das wird man natürlich gerne machen, aber im Grunde ist es genau umgekehrt. Wir stellen nur ein Klangszenario zur Verfügung und jeder Mensch reagiert anders darauf. Ja. Der eine erlebt den Gong als total, je lauter der wird, als was total Tolles. Endlich wird man von seiner ganzen Last und was man so mit sich rumschleppt, mal befreit. Ne? Und andererseits nebendran ist jemand, der zittert vor Angst, weil ein altes Trauma hochkommt. Und wieder andere erleben nur Körpererfahrungen, dass sie plötzlich Schmerzen spüren oder dass sich der Körper verändert. Andere schlafen auch nur ein. Was auch schön ist, ne, wenn jemand durch die einlullenden Klänge einfach nur einschläft. Das kann auch passieren, ist aber auch kein Fehler sozusagen oder nicht umsonst, wie bei der Meditation, wenn man da einschläft. Ja. Aber das Einschlafen, also wenn man schläft, die Klänge wirken trotzdem im Körper. Ja. Das erkläre ich den Patienten immer, weil manche haben auch Angst, dass sie einschlafen. Die wenigsten schlafen tatsächlich, aber ne, auch wenn man die Angst nimmt und erklärt, was auf sie zukommen könnte, dann hilft es schon sehr. Und gerade diese Alpha-Wellen, da weiß man ja oft nicht, schläft man noch oder ist man schon wach? Naja, man ist in diesem Zwischenzustand. Ja, genau. Ja, und manchmal, also es gibt auch Patienten, die schnarchen dann relativ laut, was für die anderen nicht immer angenehm ist. Aber man kann oft nicht unterscheiden, ist es jetzt tiefe Trance oder ist es einfach Schlaf. Und das ist manchmal sehr eng, weil auch diejenigen Patienten, die vielleicht mal einschlafen, die träumen dann. Und da vermischt sich das ein Stück weit. Ne? Also in der Trance träumt man ja auch, da kommen ja auch alle möglichen Geschichten. Viele Patienten, die erleben eine ganze Reise in verschiedene Länder und andere, wie gesagt, spüren nur ihren Körper. Und deswegen ist es das Schöne, wenn man als Gruppe sich dann anschließend, das ist eben auch wichtig, dass man diese Erfahrungen miteinander teilt. Und dass man berichtet darüber, was ist eigentlich passiert, wie haben die verschiedenen Klänge auf mich gewirkt. Und dann kann man in der zweiten Runde, können die Patienten auch sich gegenseitig Rückmeldung geben und sagen, ah ja, bei mir, das war ganz genau so, ich war da auch. Oder bei mir war es ganz anders. Also die geben sich auch oft sehr gute Rückmeldungen. Und dann die Erkenntnis, dass der Klang an sich keine Botschaft hat, keine politische
Inhalte, einem nicht in irgendeine Richtung zwängt, genau. Sondern völlig frei ist und Genau. das alles nur bei jedem persönlich selber passiert, individuell. Und das ist für mich der entscheidende Punkt eigentlich. Warum ich denke, dass diese Form der Therapie wirklich oder der Selbsterfahrung wirklich so hilfreich ist, weil sie uns nicht manipuliert. Ja, gibt es denn auch schon wissenschaftliche Studien oder Untersuchungen, was das bewirkt? Ja, also zum einen hat Jochen Sattler eine Studie gemacht und hat verglichen, wie ist der Unterschied von der Klangtrance zur psychedelischen Erfahrung. Was gibt es da für Ähnlichkeiten? Wie weit kann man kommen mit der einen Methode und mit der anderen Methode? Und das hat er untersucht und es war ganz spannend, dass man eigentlich bei beiden ähnlich tiefe Erfahrungen machen kann, auch mit dem Klang alleine, dass aber der Klang sehr viel leichter, also die Klangtrance ist sehr viel leichter störbar. Störbar durch äußere Einflüsse, störbar durch innere, wenn man zum Beispiel einen Harndrang hat oder so, ne, das kann einem daran hindern, dass man tiefer geht, oder man kann, wenn es bedrohlich wird, sich auch mit Gedanken ablenken, indem man sich in die Wirklichkeit zurückholt und dran denkt, was man morgen noch alles vorhat. Also das ist zum Beispiel auch ganz interessant gewesen. Eine andere sehr wichtige Dinge, wir haben natürlich auch untersucht, ja, wie geht es eigentlich den Patienten auch langfristig. Es ist ja eine Form von Psychotherapie, die ja auch länger wirken soll und nicht nur jetzt im Moment, dass es einem jetzt im Moment besser geht, sondern dass es einem auch langfristig hilft. Und da ist der Timo Hoppert, hat bei uns Praktikum gemacht und hat dann auch das verlängert und hat dann zunächst mal seine Diplomarbeit darüber geschrieben als Musiktherapeut über die Gongtherapie. Und als ich das aber gelesen habe, habe ich ihm gesagt, Mensch, das ist ja so gut und so ausführlich, das könnte eigentlich auch für eine Doktorarbeit ausreichend sein. Und er hat dann auch seine Doktorarbeit darüber verfasst an der Uni und hat es auch die Bilder, die wir malen nach der Klangtrance, malt auch jeder Patient spontan ein Bild. Und auch dieser künstlerische Ausdruck plus die Erfahrung, die die Patienten gemacht haben, die haben darüber auch ein Protokoll geschrieben, sowohl direkt, also 2-3 Tage nach der Erfahrung. Und auch diese ganzen Protokolle und die Bilder als Basis genommen, um das in ein wissenschaftliches Projekt einzubinden. Und er hat es dann auch, hat auch ein paar Jahre gedauert, war sehr aufwendig und es hat sich aber auch sehr gut gezeigt, oder wir konnten da auch das gut demonstrieren, wie auch Patienten noch 6 Jahre danach von dieser Therapieform profitiert haben. Und diese Doktorarbeit von ihm, die gibt es auch, die kann man im Internet finden und man kann sie auch anfordern an der Uni. Ah, super. Und mit ihm arbeite ich jetzt auch, das ist halt auch schön, dass wir jetzt zusammenarbeiten können in Dirmstein in der Schlossparkklinik. Ja, sehr schön. Findet ihr dann noch unten in der Beschreibung. Das war der neueste Beitrag auf dem Altron-Kanal. Wenn es Ihnen und euch gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie uns ein Like. Und wir beantworten natürlich auch gerne Fragen, die können Sie einfach unten hinterlassen. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal.